TypeScript 5 ist draußen. Mhm. Und ist eine Beta, also ist nicht wirklich draußen, es ist eine Beta. Ja. Und da sind ein paar nette Features. Also ja, gucken wir jetzt mal drüber, ob das jetzt groundbreaking ist, aber ein paar Sachen finde ich schon ganz nett. Wollen wir uns Genau. mal zusammen den Blogpost angucken? Hier gibt es eine ganze Menge an Features, die da sind. Ich glaube, wir schauen einfach mal uns nur ein paar davon an. Ich finde nicht alle so zugänglich. Ähm, aber das Erste, was natürlich was heraussticht, ist ein knackig benanntes Feature namens Inferred Type Predicates. Mhm. Das ist, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Letztendlich, das Beispiel ist ein bisschen sperrig. Wir gucken uns das uns mal hier an. Wir haben hier eine Liste von exzellenten Cafés. Also irgendwie so ein Array. Ja. Und keine Ahnung, irgendein Roaster kennt man, wenn man Kaffee-Nerd ist. Und dieser Kaffee wurde recommended. Und dieser The Barn Coffee wurde halt noch nicht recommended. Und dann haben wir jetzt hier irgendeine Methode, die auf dieser Struktur arbeitet. Und ach komm, wir gucken uns das Ganze mal hier in einer alten TypeScript-Version an. Dann Ja. sieht man schon, was da passiert. Also, ich mappe diese Struktur auf Recommenders. Mhm. Und ich filtere hier bewusst, wie wir das oft so machen, filter ich Undefined-Werte raus, weil mich die nicht interessieren. Ja. Also, und dann hier möchte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel machen, aber in dem Fall, ich möchte nur darauf zugreifen, ich will das uppercasen. Mache ich jetzt, Mhm. da kann man jetzt noch viel machen, aber letztendlich geht es um diesen Zugriff hier. Und das hat mich jetzt schon so ein paar Mal geärgert. TypeScript kriegt also früher TM, bis vor eigentlich immer noch, bis die 5.5 Beta raus ist. Ähm, TypeScript kriegt es auf Typebene nicht mit, dass ich hier durch das Filtern ja schon diesen nicht gesetzten Wert rausnehme. Ja, wenn wir uns das jetzt Ganze mal in der aktuellen TypeScript-Version anschauen, dann ist das für den super. Wenn wir uns jetzt hier angucken, hier kommt jetzt auch ein String Array raus und nicht wie in der anderen, in der älteren TypeScript-Version. Ich mache den mal hier weg. In der älteren TypeScript-Version kommt hier auch String oder Undefined raus. Mhm. Also das ist jetzt, und das ist, finde ich gut. Also es hält sich halt einfach bisschen mehr so, wie man das erwartet. Was da halt drin steckt, sind Inferred Type Predicates. Also ein Type Predicate ist im Kern sowas wie hier. Und wenn wir uns hier jetzt mal die Signatur von angucken, und da sehen wir jetzt hier schon, was hier inferiert wird durch dieses Type of X, also diese Methode, was die tut, ist eine Methode isNumber. Und da geht irgendein Wert rein, also ein Unknown-Wert. Und die Idee von der Methode ist, also die gibt True zurück, wenn mein X, was in diese Methode reingeht, eine Nummer ist, also ein Type-of-Check. Mhm. Und schlussendlich ist ja das genauso, was hier oben bei dem Filtern passiert, nichts anders. Das ist ja auch ein Inline-Type-Predicate, was bis 545 nicht inferiert wird und hier wird es inferiert. Wenn wir uns jetzt hier mal das Syntax-Highlighting vom VS Code angucken, sehen wir hier, kann ich jetzt hier drauf, diese Zeile ist jetzt spannend. Hier wird inferiert, x is number, was Ja. das Ganze was das Ganze scharf schaltet. Der Unterschied zur alten Version ist jetzt, dass das eben nicht inferiert wird und so, ja, funktioniert das dann. Würde das eben, also in dieser Form, kriege ich zwar raus, dass das eine Nummer ist, es kommt ein boolscher Wert raus, aber Ja, ja. Aber das Typsystem weiß es nicht.
Das fand Ja, ich auch bei den Prüfungen, fand ich das immer ein bisschen wild, weil es sieht halt aus wie eine Funktion, die ein Boolean zurückgibt, aber bisher, du musst sie ja typisieren und dann immer, statt dass du da hinschreibst, okay, das ist eine Funktion, ist Number und die gibt ein Boolean zurück. Nein, sie gibt dann zurück, ob x ist Number. Das fand ich immer ein bisschen wild, ja, wenn du die mal zu Fuß geschrieben hast, die, ja, ja, wie stimmt. heißen sie noch? Type Predicates. Type Oder was man. Predicates. Genau, ja. Also interessant finde ich jetzt, es gibt so 4 Punkte hier. Also, TypeScript will infer that a function returns a type predicate if these conditions hold. The function does not have an explicit return type or type predicate annotation. The function has a single return statement and no implicit returns. The function does not mutate its parameter. Und Ja. viertens, the function returns a Boolean expression that's tied to a refinement on the parameter. Also unknown zu äh, Boolean in dem Fall. Ja. Nee, unknown zu Number. Was jetzt hier spannend ist, if you're expecting a type predicate, also Fehlersuche, da geht es auf die Fehlersuche. If you're expecting a type predicate to be inferred, but it's not, then you may be running afoul. Afoul ist ein then you may be running afoul of the second rule. This often comes up with a truthiness check. Was war nochmal Also, die Second Rule? ich glaube, also ich habe das so, diese second rule, the function has a single return statement and no implicit returns. Mhm. Und da gibt es dieses Beispiel, wo ich hier einen implicit return habe, wo dieses Objekt undefined durchaus sein ist. Also Student Scores könnte undefined sein. Also gehen wir noch. TypeScript did not infer type predicate. Score geht nach, was sagt man hierzu eigentlich? Nicht. Bang, bang. Bang Bang Score. Bang, bang, score, and rightly so. If this returns true, then score is a number. But if it returns false, then score could be either undefined or a number, specifically zero. This is a real bug. If any student got a zero on a test, then filtering out the score will skew in the average upwards. Also das Filtering hier Ja, greift auch, wenn es bei einer Null. das Und stimmt. was dann ein Bug ist halt, weil da muss man. Es erinnert mich ein bisschen an die Einführung des Null-Coalescing Operators in Ja, JavaScript. Ne? Weil früher hast du das ja auch immer mit oder einfach gemacht. ja, Aber mit oder konntest du ja auch nicht unterscheiden zwischen Null, False oder Undefined. genau, ja. Und hier geht es ja um das gleiche Problem, was ja dahinter steckt. Ne? Ja. Also letztendlich, was dann hier getan wird, ist explizit Undefineds rauszunehmen. Ja, finde ich Ja, gut. Ist auf jeden Fall was, wo ich schon mit gekämpft habe und wo man ja, dann in der Tat. am Ende, mal haben wir mit dem Type Predicate explizit das hingekriegt an einer Stelle und an einer anderen Stelle bist du dann doch auf einmal bei so einem S-Typecast und ich würde sagen, S-Casts in TypeScript gehören halt nicht in Protcode. In Testcode finde ich es mal okay, aber in Protcode Ja, das stimmt. finde ich, haben die nichts zu suchen. Das ist so wie früher, weiß ich nicht, wenn ich in C++ einfach einen Typecast gemacht habe, Ja, ja, das ist einen richtig. harten, Ja, ohne einen Dynamic harten. Cast oder so, Ja, dann ja. verliere ich Nee, halt die Typsicherheit, ne? Da habe ich nichts mehr davon. ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, da habe ich nichts. Aber gleichzeitig, ich gebe hier vor allen Leuten zu, ich habe es durchaus schon mal getan. Moment, ich muss das kurz aufschreiben. Ja, ich habe das, es dürfte, ja, es ist, nee, komm, nee, es ist gelogen, es ist gelogen. Bei mir ist alles Andy. Ähm, aber ich würde Für sagen, dich das hätten sie ist, den neuen Typ egal eingeführt. ja. Nee, aber das ist für mich, also hier geht es noch so ein bisschen im Detail rum. Ähm, ich denke, müssen wir jetzt nicht im Detail auseinandernehmen. Äh, Das ist für mich das große Feature dieser Version. Also das macht schon das Leben schon deutlich einfacher. Finde ich gut. Der nächste Punkt, Control Flow Narrowing for Constant Indexed Accesses. Also die haben es diesmal auch drauf,
also Features richtig knapp und auch wirklich zugänglich zu benennen. Ja, ja, auch wo ich höre das und denke mir sofort, oh, geil. Ja, das ist, ja, schlussendlich, was hier passiert. Wir gucken uns das Ganze vielleicht nochmal bei mir an hier. Ich hab übrigens hier der eingefleischte JavaScript-Framework-Mensch wird die Bun-Log-DB hier erkennen. Ich habe natürlich mal mit Bun hier rumprobiert. Das hat jetzt keinen riesen Unterschied, aber ich könnte jetzt, zumindest da könnte ich jetzt TypeScript mit ausführen. Ich brauche es jetzt hier nicht, aber es funktioniert. Ähm, ja. Wir vergleichen hier wieder. Was passiert denn, wenn wir uns jetzt hier die alte Version nehmen? Wo ist denn hier das Problem? Ach, guck mal an. Guck mal an. Wir haben hier also ein Record von String Mhm. nach Unknown. Mhm. Aber hier checken wir ja, das Ding ist ja gar kein Unknown, das ist ja ein String. Und hier sagt uns dann, hm, nee, das reicht nicht. Also dem Typsystem reicht dieser Check nicht in der alten Version. Obwohl wir ja hier relativ genau wissen, dass das naja, wir mutieren es nicht, dass das ein etwas konstant Issues ist. Und vor allem auch erstmal ein String. Und ja. Ähnlicher Und Fall wie gerade tatsächlich. das ist in der Tat ein bisschen verwandt. Genau. Also das ist, ich weiß nicht, möglicherweise wurde es im gleichen Pull Request behoben. Und jetzt ist es dann behoben. Ja, nee, hier ist, da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist, glaube ich, soweit fertig. Hier ist Type Imports in JS-Doc. Das ist interessant. Das hat mich so ein bisschen am linken Fuß getroffen, weil das habe ich noch nie gemacht. Also wir reden von JavaScript-Files, wo ich trotzdem Type-Checking drin haben möchte. Mhm. Das habe ich, glaube ich, in der Tat noch niemals gemacht. Also da geht es darum, dass ich diese JS-Doc-Parameter habe, darüber diesen MyValue doch irgendwie dann doch noch checken möchte. Und das klappt. Also das Problem ist, dass wenn ich es so importiere, dass das dann also zur Entwicklungszeit ist das super, zur Laufzeit ist dieser Typ das ist hier unser Modul, ein Mhm. DTS, zur Laufzeit ist das ja gar nicht da. Ja. Und dann geht das hier faul und man kann das circumventen, indem man das so, indem du jetzt also in diesen Sternchen-Import nimmst. Mhm. Module Das Import. Module Import, genau. Allerdings, naja, ähm, trotzdem ist dieses Modul ja dann zur Laufzeit, ich will ja nur einen Type-Check machen, dann ist es trotzdem zur Laufzeit vorhanden. Also, weil das Import ist ja Ja, ja. eine Laufzeitdirektive und keine also ist es dann beides. Ist dann Mhm. beides. Und jetzt gibt es halt sowas. Mhm. Was Also, das Ding Nummer eins, was ich lerne, es gibt sowas, ich wusste das bisher nicht. Leute, wie ist das? Wusstet ihr das? Also, vielleicht, aber vielleicht gibt es auch Leute, die das noch nicht wussten. Habt ihr das schon mal verwendet? Und löst das jetzt hier ein Problem für euch? Das fände ich mal spannend, wenn ihr das hier mal unten in die Kommentare anschreibt. Ja. Ich werde es mir jetzt mal merken, aber ich habe selten JS-Files bei mir jetzt im also da in den Files, wo ich denn meine S-Cast habe und meine Annies. Da habe ich selten JS-Files. Habe ich auch noch nicht benutzt. Ich bin tatsächlich jemand, der mit TypeScript ganz happy ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, es kann ja sein, dass du irgendwie gemischte Codebasen hast. Also Ja, ja. das kann ja, also. Ja. Ja, was haben wir dann noch? Und ich glaube, das ist auch schon das letzte eigentlich größere, also zumindest das größere
Feature, worüber ich reden möchte. Obwohl es auch eine Sache ist, die, dafür gehen wir nochmal in die IDE rein. Wir haben, in welcher TypeScript-Version sind wir jetzt? 5.4.5. Hier sehen wir, das ist eine Regular Expression. Die habe ich jetzt auch Mhm. einfach aus dem Beispiel kopiert. Und sieht gut aus, oder? Kriegen keine Fehlermeldungen, alle Zubi. IntelliJ macht da manchmal, checkt das Ganze schon so ein bisschen, weil das ist IDE-Land. Wenn wir jetzt mal die andere TypeScript-Version anschalten, sehen wir, dass wir hier zwei Nupsis haben. Da muss ich jetzt auch TypeScript ist nicht meine Stärke, auch Regular Expression ist nicht so ich brauche immer irgendwelche Webseiten, die mich dabei unterstützen. Ja, geht mir Und genauso. das, Ich nee, lasse diesen Ball an mir vorbeiziehen du und bist, renne mit. das finde ich sehr nett von dir, das finde ich sehr nett von dir. Nee, Also, Regular Expressions habe ich auch gar keinen Blick für. aber TypeScript kann diese jetzt parsen. Also Mhm. jetzt, wie ich das verstanden habe, es ist nicht nur ein einfaches Syntax-Parsen, schon ein bisschen mehr, aber keine komplette, also es gibt da Grenzen, da können wir gleich mal kurz reingucken. Aber hier zum Beispiel stellt er fest, dass das Klemmerchen falsch ist. Und hier stellt er fest, dass diese Gruppen, das sind doch Gruppen hier, ne? Ja, das ist, glaube ich, eine Capturing Group, ja. Ja, und hier sagen wir dann, nö, nehmen wir die dritte und haben wir halt nicht. Also Mhm. das geht jetzt schon deutlich mehr über einen einfachen Syntax-Check dann hinaus. Finde ich praktisch. Muss ich einmal weniger auf die Regular Expression Webseite zugreifen. Also, TypeScript checking is now also aware of when certain regex features are used when newer than your target version of ECMAScript. Ach so, okay. Ach, okay, okay, das wusste ich auch noch nicht. Also ist es so, dass mit neuen ECMAScript-Versionen auch neue Regex-Features quasi dazukommen? Ich dachte, Regex ist einfach fertig. Okay, gut. Die Regex-Implementierung in JavaScript vielleicht nicht. Ich meine, Ja, nicht jede Regex-Implementierung ist ja auch gleich. Also, ja, stimmt. Oh, gut, hier reden die von ES5. Ja, das kann natürlich schon sein. Das kann natürlich sein. Okay. Ja, das wäre es soweit. Hier geht es drum, in diesem folgenden Abschnitt, vielleicht hast du den näher gelesen. Es geht um das automatische Inferieren und Erzeugen von DTS-Files. mhm. Und und wie kriege ich das parallel hin? Und wie kann ich Groundwork machen, damit ich mit Tools das hinkriegen? Also irgendwie das Verbessern von, es gibt so ein Dependency Graph für Sachen, die halt so eine Declaration-File beeinflussen können. Und da geht's lengthy rein. Also mit dieser Version wird es Groundwork geben, damit mit andere Tools oder vielleicht auch andere neuere TypeScript-Versionen schneller DTS-Files für größere Projekte generieren können. Hast du dich da reingelesen? Nee, habe ich nur kurz überflogen und gedacht, okay, ich bin kein Library-Autor von einer JavaScript-Library, deswegen betrifft es mich jetzt wahrscheinlich eher nicht, Ja. tatsächlich. Ja. Ja, guck nochmal in meine ID rein. Sonst hätte ich erstmal nichts mehr. Ja, Sonst ist ja auch nur ein kleineres Update, ne? Keine Major-Version, aber ich finde, allein für die Inferred Type Predicates lohnt sich das schon, freue ich mich drauf, weil löst halt wirklich ein Problem, was ich schon mehrfach in der Vergangenheit hatte. Und naja, also manchmal bekommt man ja, ich sag mal, mit so einer neuen TypeScript-Version auch so Features, die ich teilweise recht esoterisch finde. Ich denke, ja, ist schön. Wir haben uns ja auch schon mal in den Awaited-Typ reingenördet. Ja, aber Den das habe will ich ich. auch.
tatsächlich, glaube ich, einmal gebraucht seitdem. Also die Folge ist 2 Jahre her und ich habe ihn einmal benutzt, deswegen. Ja, das stimmt. Stimmt. Aber ich glaube, das ist, also bei Inferred Type Predicates, das Schöne an dem Feature ist, du wirst es ja nicht merken. Und du wirst es nicht mal merken, ja, ja, dass du es Sondern es benutzt. wird einfach, es wird funktionieren und ich glaube, so ähnlich ist das bei dem Awaited-Typ ja auch. Also halt das Kann sein. Auflösen von zu awaitenden Operationen werden halt ein bisschen toller getypt und die Typinferenz funktioniert halt ein bisschen besser. Naja. Das, Ja, da machen sie halt viel dran. Ich meine, wer hatte nicht schon in TypeScript, sag ich mal, so eine Stelle, wo irgendwo eine Prüfung war im Code und mhm. direkt darunter kommt dann so eine Meldung, ja, das ist undefined und man denkt, nein, Ja, ja, guck doch dahin. ja, 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 Und ja, daran ja. arbeiten wir halt, dass man diese Momente einfach weniger hat. Ne? Das Ja, finde ich das gut. finde ich gut. Finde ich Ja, gut. finde ich auch gut. Wir sind einer Meinung, das ist, finde ich, nicht gut. Also ich finde Ja. das ist ein furchtbares Update, ist ein furchtbares Update. Aber müssen wir doch wieder zum Fußball am Anfang zurückkommen. Das ist richtig, ja. Ja, nee, nee. Stefan, wenn du nichts mehr hinzufügen möchtest, was du jetzt tun kannst, ich werde jetzt einfach. Ihr könnt nochmal die Glocke läuten, ne? Und ansonsten sehen wir Alles uns beim klar. nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles klar, macht's gut. Baba, baba. Baba.